Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum fünften Vortrag unserer Reihe Worte finden, sensible Sprache in Provenienzforschung und im musealen Kontext. Mein Name ist Melanie Wittchow und ich bin Mitarbeiterin für Provenienzforschung und für das Sammlungsarchiv am Lehmbachhaus in München, zusammen mit meinen Kolleginnen Sarah Bock und Lisa Kern. Wir freuen uns, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Und ganz besonders willkommen heißen wir Albert Guafo, unseren Referenten des heutigen Abends, der uns aus Djang in Kamerun zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Professor Guafo. Guten Abend. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich noch kurz auf ein paar technische Details eingehen. Während des Vortrags können weder die Kameras noch die Mikrofone eingeschaltet werden. Sie können aber gerne schon während des Vortrags schriftliche Fragen im öffentlichen Chat formulieren. Und diesen aktivieren Sie, indem Sie in Zoom unten in der Leiste auf das Symbol der Sprechblase klicken und dann öffnet sich ein Fenster und da können Sie einfach Ihre Frage eingeben. Meine Kollegin und Co-Moderatorin Lisa Kern wird die Fragen sammeln und nach dem Vortrag dann vorlesen und wir können uns gemeinsam dann darüber austauschen. Sollte irgendetwas nicht funktionieren und Sie technische Probleme haben, dann wenden Sie sich einfach im Chat direkt an unseren technischen Support, Robin Knapp, der Ihnen gerne weiterhilft. Der Vortrag wird zeitgleich über Zoom gestreamt und verbleibt auch im Anschluss aufs Entschuldigung, der Vortrag wird auf YouTube gestreamt natürlich und da verbleibt er dann auch im Anschluss. Aber unsere Diskussion, die nach dem Vortrag stattfindet, die findet ausschließlich live hier im Zoom-Meeting statt und wird auch nicht veröffentlicht. Und wer jetzt also gerade auf YouTube mit dabei ist, der kann dann nach dem Vortrag gerne hier in Zoom wechseln und zur Diskussion kommen. Wir haben in den letzten Vorträgen unserer Reihe schon einiges über Sprache und Begrifflichkeiten im Bereich der Provenienzforschung und im Museum gehört. Es ging dabei um jiddische Begriffe, um Wörter und Redewendungen, die in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden sind. Es ging aber auch um Repräsentation von Geschlechtern in der Provenienzforschung und um die Frage, welche Rolle sensible Sprache und eine Verlagerung von Deutungshoheit in der Museumswelt heute spielt. Und damit um die Frage, wie können wir auf diskriminierende, rassistische oder antisemitische Strukturen aufmerksam machen und sie abschaffen. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Albert Guafo wird sich heute in seinem Vortrag mit dem Titel Terminologie in der Provenienzforschung oder Suche nach einer dekolonialen Sprache dem Sprechen über koloniale Kontexte widmen. Damit weiten wir unser Betrachtungsfeld nochmals und gehen auf koloniale Strukturen ein, denen Rassismus, Ausgrenzung und Othering per se schon immer immanent sind. Ich wollte meine Einführung in das Thema des heutigen Abends eigentlich mit einem eher chronologischen Ablauf der Ereignisse starten und die Geschichte so erzählen, dass es der französische Präsident Emmanuel Macron Ende 2017 war, der mit seiner Rede in Burkina Faso an der Universität von Ouagadougou den Blick der Öffentlichkeit wieder auf die Diskussion um Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und die Debatten angestoßen hat. Als er sich für die Rückkehr des afrikanischen Kulturerbes aussprach. Aber da ist mir und zeitgleich auch meinen Kolleginnen kurz hier vor diesem Vortrag heute Abend aufgefallen, dass genau das Problem ist und der Punkt, um den es heute Abend gehen soll und der sich in unserer Vortragsreihe jetzt auch immer schärfer herauskristallisiert hat. Denn es geht eigentlich genau darum, wer spricht wann von wo aus? Der weiße Mann aus Europa? Oder waren es nicht vielmehr die AktivistInnen, KünstlerInnen, Wissenschaftlerinnen und People of Color, die uns zu diesem Moment 2017 gebracht haben? Weil sie seit den 1980er Jahren eigentlich schon schon länger ihr Kulturerbe zurückfordern. Doch gesehen und gehört wurde der weiße, vielleicht auch mächtige europäische Mann.
ja, ein Topos. Und ich möchte heute den Blick auf alle Menschen lenken, die schon viel länger dafür gekämpft haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass eine Untersuchung mit abschließenden Bericht in Auftrag gegeben wurde. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr arbeiteten darin die Voraussetzungen für Restitutionen aus und entwickelten einen Plan für die Rückgaben in die Herkunftsgesellschaften. Ihre Ergebnisse erschienen Ende 2018 in Frankreich und feuerten die Debatten, die bereits, ja, wie schon erwähnt, auch in den 70er und 80er Jahren liefen und dann verstummten und abebbten, endlich wieder an. Auch in Deutschland kam Bewegung in die Restitutionsdebatten. Nachdem in den 2000er und 2010er Jahren schon weitgehend Übereinstimmung herrschte, sogenannte menschliche Überreste oder Human Remains oder Ancestral Remains zurückzuführen, kam es in dieser Zeit nur zu vereinzelten Rückgaben von aus westlicher Sicht als Kunstobjekte betrachteter Kulturgüter zurück in ihre Heimat. Deutschland hat im März 2019 mit dem Eckpunktepapier ein politisches Statement gesetzt. Es ist keine formale gesetzliche Vorschrift. Aber es wurde ein erster infrastruktureller Rahmen geschaffen, wie zum Beispiel auch mit dem Forschungs- und Förderbereich zur Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste oder der Kontaktstelle bei der Kulturstiftung der Länder, die sich insbesondere an Personen und Institutionen der Herkunftsgesellschaften richtet. Und auch mit dem Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Ich denke, wir sollten diese Entwicklungen nicht nur im Licht von Restitutionsdebatten sehen. Nicht sagen, das betrifft nur ethnologische Museen und Sammlungen. Wir sollten uns vielmehr alle mit unserer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen und fragen, was wir heute beitragen können. Wie können wir unsere Museen dekolonialisieren? Also die strukturelle Verankerung von kolonialen und damit rassistischen Strukturen in unseren Museen und damit in unserer gesamten Gesellschaft aufarbeiten. Dabei sollten wir uns fragen, welche Wörter und Begrifflichkeiten verwenden wir? Aus welcher Zeit stammen sie? Was ist ihre Geschichte? Wer spricht und mit wem wird gesprochen? Denn wenn wir davon ausgehen, dass Sprache unser Denken abbildet, dann zeigt sich hier ganz deutlich, dass die Kolonialgeschichte leider noch nicht Geschichte ist, leider noch nicht passé ist. Albert Guafo wird heute darüber sprechen, dass die bisher verwendete Terminologie, die in Provenienzforschung und den Debatten um Dekolonialisierung Eingang findet, immer noch kolonial geprägt ist und für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Deutschlands nicht zufriedenstellend ist. Und dann darüber nachdenken, wie wir gemeinsam eine dekoloniale Sprache in Museen entwickeln können. Bevor ich nun das Wort an Albert Guafo übergebe, möchte ich ihn noch kurz vorstellen. Albert Guafo lehrt deutsche Literatur und Kulturwissenschaft sowie interkulturelle Kommunikation in der Abteilung für angewandte Fremdsprachen der Universität von Chang in Westkamerun. Er ist Vizepräsident des Vereins der GermanistInnen südlich der Sahara. Zu seinen aktuellen Forschungsinteressen gehören die deutsche Literatur der Kolonialzeit in Afrika, die deutsche Literatur der afrikanischen Diaspora, Erinnerungsstudien und Provenienzforschung zu Kulturgütern, die während der deutschen Kolonisation entwendet wurden. Sein aktuelles Buch, das 2019 erschien, trägt den Titel Koloniale Verbindungen, transkulturelle Erinnerungstopographien, das Rheinland in Deutschland und das Grasland Kameruns. Gerade eben hat er ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der Provenienzforscherin und Ethnologin Karin Guckeis aus dem Museum 5 Kontinente in München zur Sammlung Max von Stettens abgeschlossen. Wer sich für dieses oder andere seiner Projekte interessiert, dem sei wärmstens seine Homepage mit eigenem Blog empfohlen unter www.albert-guafo.com. Und nun freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag. Herr Professor Guafo, Sie haben das Wort. Danke, Frau Wirschow, für die Vorstellung.
Ich muss zunächst mal Ihnen danken und das Lenbach-Haus für die großzügige Einladung. Und es ist eine große Freude und Ehre zugleich, bei der Gestaltung dieser digitalen Vortragsreihe Worte finden, sensible Sprache in der Provenienzforschung im musealen Kontext beitragen zu dürfen. Thema meines Beitrags heute: Ich teile mein Bildschirm. Gut, ich sagte, Thema des Beitrags lautet Terminologie in der Provenienzforschung oder die Suche nach einer dekolonialen Sprache. Ich möchte in diesem Vortrag mit Ihnen eine Botschaft teilen, dass die Verwendung von Sprache bestimmte Denkmuster weiterträgt, die das Denken der Rezipienten formatiert. Und ich möchte dies an 3 Beispielen exemplifizieren. Deshalb habe ich diesen Vortrag in 3 Teile artikuliert. Zunächst mal möchte ich ganz theoretisch, methodologisch die museale Terminologie als Sozialdiskurs in transferanalytischer Perspektive darstellen. Und im nächsten Schritt wird darum gehen, die gängige Terminologie in der Provenienzforschung anhand von Beispielen zu analysieren. Und dann im 3. Schritt möchte ich Wege zeigen, wie man zu einer dekolonialen Sprache im Museum und wie man die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte im Museum machen kann. Zunächst mal noch einiges zum Kontext. Die intensive wissenschaftliche Erforschung des Inneren Afrikas im 19. Jahrhundert und die daran anschließende Berliner Westafrika-Konferenz im Jahre 1884 85 führten zu einer Art Provokationseuropa. Der afrikanische Kontinent wurde plötzlich zum Betätigungsfeld gesamteuropäischer Konkurrenz. Jede europäische Nation wollte sich einen Platz an der Sonne sichern. 2 Faktoren begleiteten diesen Prozess und verliefen parallel. Die Entstehung einer neuen Wissenschaft, nämlich die Völkerkunde, und die zunehmende Gründung von Völkerkundemuseen, die als Forschungs- und Entdeckungsstätten der neuen, in Anführungszeichen, volkseigenen Leute und Räumen angesehen wurden. Die ethnologischen Museen sammelten, bewahrten auf, forschten und vermittelten der breiteren europäischen Öffentlichkeit Wissen über das zu zivilisierende, primitive Fremde. Kolonialinstitute entstanden und bedienten sich auch der Völkerkundemuseen als Bildungsanstalten für Anwärter auf den Kolonialdienst. Deutschland hatte in einer relativ kurzen Zeit die 4 größte koloniale Erwerbung neben England, Frankreich und den Niederlanden. Es ging damals darum, die europäische Expansion vor den eigenen Bürgern als humanistische Notwendigkeit zu legitimieren. In diesem Eroberungsprozess fremder Räume und Menschen spielte die Sprache eine enorm wichtige Rolle. Fremde Menschen und Räume wurden nach eigener Erwartung inventarisiert, katalogisiert, kartiert, klassifiziert und domestiziert. Militärs, Kaufleute, Missionare, Beamten, Geographen bzw. Forschungsreisende wurden damit beauftragt, Kulturgüter aller Art aus den jeweiligen Tätigkeitsfeldern systematisch in Anführungszeichen zu sammeln und die jeweiligen ethnografischen Heimatmuseen zu beliefern.
Jede Kolonialmacht hatte mit Unterstützung der Wissenschaft die eigene Anleitung, an der sich die Sammler orientieren sollte, herausgegeben. An keinem Ort in Europa ist die Kolonialzeit so präsent wie in den ethnologischen Museen. Ihre Sammlungen entstanden mit klaren imperialistischen Absichten. Laut dem Wörterbuch der deutschen Sprache online bezeichnet Terminologie die Gesamtheit, ein System der Termini eines Fachgebietes. Terminologie im musealen Kontext war und ist noch kolonial geprägt und trägt insofern Gewalt in sich. Die Sprache, die benutzt wurde, um das Fremde zu benennen und zu beschreiben, ist nicht bloß als Kommunikationsmittel aufzufassen, sondern sie war Wissensträgerin und trug zur Vermittlung einer Weltanschauung bei. Europa brauchte die außereuropäische Welt, um sich selbst zu behaupten, nämlich in der Dialektik des eigenen und Fremden. Als afrikanische Kulturobjekte reisten aber auch die afrikanische Geschichte mit. Im Aufnahmeland erhielten diese Kulturgüter im Rezeptionsprozess neue Identitätsformen, auch wenn die Geschichte und Biografie der Objekte in den meisten Fällen von geringer Bedeutung war. Es ging ja nicht um Kennenlernen, sondern um Eroberung des anderen. Der Prozess fing mit der Namensgebung an Objekte an, bis zur völligen Domestizierung durch eigene neue Sinngebungen und Narrative. Die Frage ist aber, wer sprach über diese Kulturobjekte und spricht noch heute über sie? Für wen und warum? Anders gefragt, wie geht die Aufnahmegesellschaft mit ihrer Deutungshoheit um? Wie schafft man im musealen Diskurs in Deutschland eine dekoloniale Sprache? Das heißt, eine Sprache, die der Alterität der Kulturgegenstände respektiert, aber auch neue Sinndeutungen und Aneignungsmuster im Aufnahmeland als Mehrwert anerkennt. Wie finden wir eine konsensuelle Sprache für den musealen Diskurs? Also mit dem Konzept des Kulturtransfers wird der Versuch ausgedrückt, mehrere Nationalräume gleichzeitig zu untersuchen, von ihren gemeinsamen Elementen aus, ohne diese Betrachtung auf eine Konfrontation, einen Vergleich oder eine simple Addition zu beschränken. Es sollen damit Formen der Kulturmischung, des Kulturaustausches und des Kultureinflusses in den Vordergrund gerückt werden, die bei der Suche nach Identitäten oftmals ausgeblendet werden, indem diese Identitätssuche die tatsächliche stattfindende Vermischung verschleiert, obwohl auch aus den Vermischungsformen Identitäten hervorgehen. Die Darstellung von fremden Völkern und Kulturen ist von vornherein als interpretativer Annäherungsversuch zu verstehen, weil Fremdverstehen von Selbstverstehen abhängt. Die Darstellung von fremden Völkern ist denn als dünn zu betrachten, wenn sie stereotypische Darstellungsformen beinhalten. Im Gegensatz zur dichten Beschreibung von Clifford Geertz. Das Wissen, das aber gezielt aus einer oberflächlichen Leseart von der Fremde resultiert, kann als interessengeleitet angesehen werden, wenn es eine dezidiert hegemoniale Tendenz aufweist. Narrationen über physische und moralische Charakterzüge beziehungsweise diskursive Darstellung und Beschreibung von Menschen fremder Herkunft als Vertreter eines ganz heiligen kulturellen und geografischen Raums
die im Kolonialkontext entstanden sind, wurden aus einer bestimmten Perspektive und Interessenlage heraus formuliert. Der belgisch-kanadische Diskursanalytiker Marc Angenot spricht in diesem Fall von Sozialdiskurs. Der Sozialdiskurs ist zu verstehen als ein dynamisches Feld, in dem verschiedene Diskurse miteinander konkurrieren. Die diskursive Hegemonie koordiniert die Vielfalt und hebt aus der Masse von Diskursen einen dominierenden hervor, der aber bewusst oder unbewusst von den Mitgliedern der Gesellschaft als globaler Diskurs kolportiert und konsumiert wird. Dieser dominierende Diskurs weist einige Charakteristika auf, und zwar die Regelmäßigkeit und die Hegemonie. Die Hegemonie verzahnt die Diskurse untereinander, um Macht aus den Disparaten und der Vielfältigkeit einer Einheit. In einer Auseinandersetzung mit Michael Bakhtin, von dem er den Begriff Intertextualität übernimmt, präzisiert Angenot, dass der Sozialdiskurs aus einer Interaktion von auseinanderliegenden Interdiskursen entsteht. Der Sozialdiskurs weist eine gewisse Stereotypie auf, die in einer gegebenen Gesellschaft und in einem bestimmten Zeitraum den sozialen Körper durchzieht. Unsere Auseinandersetzung mit der Außenwelt geschieht durch Selektion. Menschen nehmen aus der Wirklichkeit nur einen Auszug wahr und ergänzen den Rest mit ihrer Fantasie. Das Streben der Menschen nach Vereinfachung, Eindeutigkeit und Identitätswahrung bringt ihn dazu, den Kontakt mit der Wirklichkeit zu verlieren und dem Stereotyp als vorgefasster Meinung zweiter Hand Vorrang zu geben. Walter Lippmann, einer der Vorreiter der Stereotypenforschung, schrieb in den 20er Jahren des letztvorigen Jahrhunderts in seinem Buch Public Opinion zum Phänomen Folgendes. Zitat: We are told about the world before we see it. We imagine most things before we experience them. And those preconceptions, unless education has made us acutely aware, govern deeply the whole process of perception. Zitat Ende. Dem Stereotyp liegt die Tendenz inne, sich zu verselbstständigen mit der Gefahr, als allumfassende, totalisierende Erklärung akzeptiert zu werden. Die Definition von Lippmann zeigt, wie gefährlich das Stereotyp als unbegründete, einer sozialen Gruppe gemeinsame Meinung sein kann. Es geht, um Roland Barthes zu paraphrasieren, um Mythen des Alltags. Der moderne Mythos, laut Barthes, ist eine Aussage, eine Mitteilung bzw. Botschaft, die einen gesellschaftlichen und kulturhistorischen Hintergrund hat. Diese Aussage kann in verschiedenen Zeichensystemen und Diskurse erscheinen. Als semiologisches Zeichen erscheint der Mythos in der Konstellation Bedeutendes und Bedeutetes. Da er eine kodierte Sprache an den Adressaten ist, muss er dekodiert werden. Die museale Terminologie besteht aus solchen Mythen des Alltags, die gesamt betrachtet einen sozialen Diskurs bilden. Sie sind kolonialhistorisch geprägt worden. Mythen des Alltags sind eine kategorisierende Sprache, die Kulturen essentialistisch und hierarchisch einordnet, wobei die fremde Kultur eine niedrige bzw. unterprivilegierte Stellung im Vergleich zu der eigenen europäischen einnimmt. Bei dieser Wahrnehmung bezeichnet die fremde Kultur die Peripherie des selbst festgelegten Zentrums. Schauen wir jetzt, wie diese Terminologie in der musealen Praxis aussieht. Provenienzforschung befasst sich mit der Herstellung von Kulturgütern, mit der Herkunft, von Kulturgütern. Das können Kunstwerke, Bücher oder Alltagsgegenstände im Museum sein. Sie will klären,
wem die Gegenstände zu welcher Zeit gehörten und unter welchen Bedingungen sie ihren Eigentümern wechselten. In der Kunstgeschichte ist sie seit langem fester Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Sie hat seit der Washingtoner Erklärung 1998 stark an Bedeutung genommen. Die Provenienzforschung in Deutschland befasste sich bisher mit Kulturgütern, die in der NS-Zeit enteignet oder geraubt wurden. Bei Sammlungsgütern aus dem kolonialen Kontext stellt die Lage aber anders dar, was die Benutzerterminologie angeht. Es handelt sich um extrem asymmetrische und kulturell verschiedene Kontexte. Die gleichen Wörter haben eine ganz andere Bedeutung von einem Kontext zu einem anderen. Das heißt, von den Herkunftsgesellschaften zu den Aufnahmegesellschaften. Das Ethnologische Museum Berlins gehört mit ca. 500.000 Objekten international zu den größten und bedeutendsten Museen der Art und davon ausgehen, dass dieses Museum bei der Konstitution seiner Sammlungen von der Unterstützung der Reichsregierung profitiert hat. Das heißt, Sendungen von Kolonialoffizieren und Beamten im Dienst erhalten hat, eignet es sich als Korpus für postkoloniale Untersuchungen. Aus Kamerun als Kolonie kamen ca. 7.200 Objekte in dieses Museum. Wie wird Kamerun und dessen Völkergruppen in den Inventarlisten des Museums kategorisiert? Methodologisch wurden Daten durch einfache Eingabe von willkürlich ausgewählten Begriffen der Kolonialbibliothek in die Suchleiste der Excel-Liste der Objekte gewonnen, die hier im Rahmen eines von der DFG finanzierten Projekts zur Kartografie der kamerunischen Objekte im Deutschen Ethnologischen Museum in Deutschland erhalten haben. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Für die Analyse der Repräsentation des anderen im Museum wurde ein Analyseraster entwickelt, das nach folgenden fragt. Erstens, nach der Objektbezeichnung und Häufigkeit in der Inventarliste. Zweitens, nach der geografischen Zuordnung der Objekte. Und drittens, nach Begrifflichkeiten, die bei der Bezeichnung der kulturellen Gruppen benutzt wurden. Viertens, nach Erwerbmodalitäten bei der im Museum befindlichen Gegenstände und zuletzt nach anderen kolonial geprägten Begriffen aus der Liste und deren Häufigkeit. Was die Objektbezeichnung im Museum angeht, so ist festzustellen, dass die Begrifflichkeit, die von sogenannten Sammlern verwendet wurde, weiterhin unkritisch in den Inventarlisten auftauchen. 4 davon habe ich herausgearbeitet, und zwar die Begriffe Amulett 53 Mal, Fetisch 166 Mal, Götze 11 Mal, Zauber in den verschiedenen Kombinationen des Wortes und deren Frequenz 258 Mal. Alle 4 Begriffe sind Bezeichnungen für eine Spiritualität bzw. Religiosität, die sich von der konventionellen christlichen Religiosität abhebt und sich als primitiv beschreiben lässt. Etymologisch bezeichnet das Amulett in der europäischen Kulturgeschichte einen Gegenstand, der nach abergläubigen Vorstellungen Unheil und Gefahren abwendet. Es ist eine mittelalterliche Praxis, die längst von den aufgeklärten europäischen Gesellschaften aufgegeben wurde. Der Modus der Wahrnehmung ist dichotomisch und zelebriert, dass wir als Kulturnation und Zivilisierten im Kontrast zu ihr, die Wilden und die Zurückgebliebenen.
Diese Begriffe stammen alle aus der europäischen Sprach- und Kulturtradition. In dieser Tradition bezeichnen diese Begriffe das verdrängte eigene. Ein eigenes Fremde wird als Projektionsfläche des eigenen instrumentalisiert und die Begegnung mit dem anderen wird nicht mehr als Ort des beiderseitigen Kennenlernens genutzt, sondern als Ort der Selbstbehauptung und Positionierung betrachtet. Das Museum wird zum Ort, wo der Besucher den Ursprung der Menschheitsgeschichte erfährt, den von seiner Gesellschaft zurückgelegten Weg in der Entwicklungsachse laut der Evolutionstheorie der Naturalisten selbst abschätzt. Wie Jan Dusendorfer im kritischen Nachschlagwerk zum Kerben des Kolonialismus im Wissenarchiv der deutschen Sprache erläutert, ist das Wort Fetisch in der jüngsten Ausgabe des Bruckhaus-Enzyklopädie von 2006 immer noch wie vor 250 Jahren. Er stellt fest, dass das Wort eine zentrale Sammlungskategorie, unter der willkürlich eine Vielzahl von Objekten sowohl des Alltags als auch aus Religionen und machtspezifischen Zusammenhängen subsumiert wurde. In welchen Zusammenhängen diese Vokabeln auch genutzt werden, wird immer, so Jan Dusendorfer, eine generelle Abwertung transportiert, die der ursprünglichen Begriffsbedeutung Götzen der Einwohner Guineas entspricht. Zu diesen technifizierenden Begriffen gehören die Begriffe Ethnie, Stamm, also Ethnie 71 Mal, Stamm 13 Mal, Häuptling 93 und Heiden, die alle Kategorien zur Bezeichnung von außereuropäischen Gesellschaften benutzt werden. Es geht den Museen eigentlich nicht darum, Menschen und Völker jenseits Europa differenziert, das heißt dicht zu beschreiben, wie Clifford Geertz sich in der interpretativen Ethnologie wünscht, sondern oberflächlich die Hierarchie zwischen der eigenen Nation gegenüber dem Rest der Welt abzubilden. Das aus afrikanischer Perspektive als befremdlich zu betrachtende Phänomen ist die Art und Weise, wie die Urheberschaft der Sammlungen in den Ethnologischen Museen Berlins legitimiert wird. Aus der Erwerbliste ist die Rede von Kauf 3172 Mal, Tausch 59, Schenkung 2905, Geschenk 1559. Diese Begriffe haben in einem symmetrischen Kontext wie Deutschland und Frankreich eine gewisse Relevanz. Wenn man in einem Laden in diesen Ländern etwas kauft, bekommt man eine Rechnung. Museen können sich Gegenstände im Fall von Dubletten untereinander tauschen. Bürger können den Museen ihre Privatsammlungen für die gute Sache schenken. Im Kolonialkontext, in einem Unrechtskontext, ist der Gebrauch von solchen Termini problematisch. Die Zwischenergebnisse des erwähnten Projekts zur Kartografie von Sammlungsbeständen aus Kamerun in deutschen öffentlichen Museen, ca. 55.000 Objekte von nur 11 Museen bisher, die während der formellen Kolonisation entwendet wurden, zeigen, dass 2/3 der Bestände von Mitgliedern der deutschen Schutztruppe geliefert worden sind. Im Falle des Ethnologischen Museums Berlin ist dies eindeutig. Von den 7.200 Objekten werden 4.864 als Geschenk bzw. Schenkung bezeichnet. Können Besitzer der Objekte, können Gouverneure, meine ich, Kolonialoffiziere und Beamten im Kolonialdienst einen fairen Handel mit den legitimen Besitzern der Objekte betrieben haben. Kauf in diesem Kontext ist ein erpresster Kauf und Schenkung ein erzwungenes Geschenk. Tausch ein Betrug.
In der folgenden Tabelle wird die Semantik einiger Begriffe in der gängigen Provenienzforschung ersichtlich. In der deutschen Provenienzforschung werden Begriffe benutzt, die von Afrika aus sehr problematisch sind und eine gewisse Irritation bzw. Provokation beinhalten. Es wird von Sammeln gesprochen. Man verklärt die Gewalt, die in den Beständen steckt, und das Blut, das an manchen Objekten klebt. Es wird mit dem Begriff der Eindruck vermittelt, dass die Gegenstände auf der Straße liegen und man sie nur aufzuheben brauchte. Sie lagen dann in der Natur wie Mangofrüchte unter den Bäumen. Das entsprechende Wort für den Kolonialkontext in der Tat ist plündern. Missionare waren Seelenräuber und Offiziere der Schutztruppe eine Terrorgruppe. Sie konnten im kolonialen Unrechtskontext weder Geschenke von den Opfern ihrer Gewalt erhalten, noch einen fairen Tauschhandel mit ihnen betreiben. Aufgrund ihrer Machtposition im sozialen Feld konnten sie die Gegenstände nur beschlagnehmen bzw. erpressen. In Deutschland sind aber diese Begriffe für den normalen Bürger irreführend und reflektieren nicht die koloniale Realität. Museen kauften oder erwarben kulturelle Gegenstände auf dem europäischen Kunstmarkt gegen Belege. Die Frage, die nicht gestellt wurde, war, wie der Veräußerer die verkauften Objekte in seinen Besitz bekam. Ist der Käufer in dieser Hinsicht nicht ein Hehler? Ein anderer stilistischer Aspekt der Argumentation ist der Gebrauch von Euphemismen. Das Wort Strafexpedition bedeutet, dass die Leute gegen die gemeinsam festgelegten Regeln verstoßen haben. Was hatten sie dann getan, um bestraft zu werden? Das richtige Wort ist militärische Aggression und soll im Diskurs der Provenienzforschung auch so betrachtet werden. Sonst kommt keine kritische Aufarbeitung der deutschen Geschichte zustande. Neben den im Museuminventaren verwendeten Begrifflichkeiten, die die koloniale Tradition in der Gegenwart perpetuieren, gibt es im Leitfaden des Deutschen Museenbundes merkwürdige Deutungsmuster, die die progressiven und postkolonialen Intentionen dieses Dokuments infrage stellt. Das Ziel des Leitfadens wirkt auf den ersten Blick vielversprechend aus. Zitat: Ziel muss es sein, dem Umgang mit dem kolonialen Erbe und dessen Aufarbeitung und multiperspektivische Erschließung als dauerhafte Aufgabe an den Museen zu verankern. Dies kann nur gelingen, wenn die Museen in der Lage sind, ihren grundlegenden Aufgaben nachzukommen, zu denen die Forschung als zentraler Baustein immer gehört. Darüber hinaus muss der internationale Austausch mit Vertreterinnen und Wissenschaftlerinnen aus den Herkunftsländern nicht nur ermöglicht werden. Dieser Austausch verlangt auf allen Ebenen nach einer neuen Form der Gesprächsbereitschaft. Zitat Ende. Im Diskurs erkennen die Autoren des Leitfadens die Funktion dieses Buches als Instrument der Dekolonisierung deutscher Museen an. Zitat: Die Museen müssen sich außerdem bewusst sein, dass koloniale Verhältnisse selten mit der formalen Dekolonisierung endeten und zum Teil noch bis in die Gegenwart nachwirken. Zitat Ende. Der Verdacht der Verklärung bzw. des Herunterspielens des eigenen Kolonialismus fängt gleich mit der Definition von kolonialen Kontexten an. Ich zitiere: Unter kolonialen Kontext im Sinne dieses Leitfadens werden zunächst Umstände und Prozesse verstanden, die entweder in einer formalen Kolonialherrschaft oder in kolonialen Strukturen außerhalb formaler Kolonialherrschaften ihre Wurzeln haben.
In solchen Zeiten können Strukturen mit großem machtpolitischen Ungleichgewicht sowohl zwischen als auch innerhalb von Staaten bzw. anderen politischen Einheiten entstanden sein, aus denen Netzwerke und Praktiken hervorgegangen sind, die auch die Sammel- und Beschaffungspraktiken nur für europäische Museen unterstützt haben. Die Geschichte der kolonialen Expansionseuropa bildet den Ausgangspunkt der Überlegungen zu diesem Leitfaden. Zitat Ende. Man kann nicht ein Problem lösen wollen und es klein schreiben. Wie viel von den ganzen deutschen Museumsbeständen entstehen aus der formalen Kolonisation und wie viel nicht? Das sollte meiner Ansicht nach die wissenschaftliche Grundlage einer solchen Generalisierung sein. Ein solches Verständnis von kolonialen Kontext gibt der Meinung von Museumsleiter Vorschub, dass in ihren Beständen keine Sammlungen aus fragwürdigen Erwerb stünde. Die deutsche ethnologische Museen, soll der koloniale Kontext der formalen Präsenz der Deutschen in den eigenen Kolonien sein. Es ist die Zeit zwischen 1884 bis spätestens 1919. Eine Bestandaufnahme der Akquisitionen deutscher öffentlichen Museen zeigt, dass 2/3, ich sage nochmal 2/3 der Objekte in ihren Depots von Militärpersonal und Beamten in den Kolonien geliefert worden sind. Wenn man die Sammlungskonjunktur deutscher ethnologischer Museen betrachtet, so ist festzustellen, dass von 1884 die Bestände sehr dünn waren. Vor 1884 meine ich, die Bestände sehr dünn waren und sich die höchste Konjunktur der Lieferungen zwischen 1900 bis 1914 situiert. Nach dem Ersten Weltkrieg bekamen deutsche Museen ganz selten Objekte aus den Kolonien und wenn ja, dann sind Schenkungen aus dem Privatbesitz, die aber während der formellen deutschen Kolonisation entwendet worden waren. Im Gegensatz zu Frankreich, das in der Regel sogenannte Forschungsreisenden mit der Plünderung afrikanischer Kulturgüter beauftragt hat, hat sich das Deutsche Reich auf Mitglieder der Kolonialverwaltung in den Kolonien gestützt. Es hieße dann über den heißen Brei herumreden, wenn man die Aufarbeitung des Kolonialismus in deutschen Museen so verallgemeinert. Es könnten zwei Bände des Leitfadens herausgegeben werden. Einer für den deutschen außereuropäischen Beziehungen im Allgemeinen und ein anderer für die formelle Kolonisation durch Deutschland. Es wird auch vom Dialog auf Augenhöhe mit den Mitgliedern der Herkunftsgesellschaften in diesem Leitfaden gesprochen. Zitat. Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um die dritte und finale Fassung des Leitfadens. Sie ist das Ergebnis eines 4-jährigen Bearbeitungsprozesses, der von Beginn an transparent und ergebnisoffen war. Fachkolleginnen und weitere interessante Vertreterinnen könnten sich durch Rezension und Stellungnahmen aktiv an der Revision der Texte beteiligen. Zudem wurde der Leitfaden in einem internen Workshop mit 12 Expertinnen aus Australien, Tasmanien, Bolivien, Namibia, Nigeria, Neuseeland, Samoa, Taiwan, Tansania, der Türkei und den USA, Alaska, grundlegend diskutiert, um deren Perspektiven und Anregungen entsprechenden Raum geben zu können. Zitat Ende. Festzustellen ist, dass bei der Konzeption und Veröffentlichung dieses als final betrachteten Leitfadens von den deutschen formalen Kolonien nur Tansania und Namibia vertreten wurden. Kamerun, Togo, Ruanda, Burundi fehlten.
Der Eindruck wird erweckt, dass es bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte mehr oder weniger um eine deutsch-deutsche Angelegenheit geht, obwohl im Diskurs von einer kollaborativen und transparenten Zusammenarbeit die Rede ist. Trotz des guten Willens prägen noch koloniale bzw. eurozentrische Reflexe die postkoloniale Provenienzforschung, des Leitfadens, der Leitfaden Handreichungen geben will. Der Vorwurf, mit diesem Leitfaden die Reflexion über die eigene koloniale Vergangenheit in Museen kontrollieren zu wollen, ist nicht unberechtigt. Der kolonial geprägte bzw. eurozentrische Gestus der deutschen Museenakteure lässt sich auch an den Ausstellungstexten zu den Objekten und deren Lieferanten semantisch ablesen. Dies ist der Fall zu den Kamerun-Objekten des neulich eröffneten Humboldt-Forums. Die verwendete Terminologie in den Ausstellungstexten zu Akteuren der Sammlungsbestände und Objekte ist aus heutiger Sicht eine Katastrophe für den dekolonialen öffentlichen Umgang mit den Objekten aus formalen kolonialen Kontexten. Die Betrachtung des Ethnologischen Museums als Narrationort der eigenen nationalen Geschichte ist noch dominant. Die Kernfragen sind immer noch: Wer waren die Deutschen, die in den deutschen Kolonien im Namen des Deutschen Reiches gearbeitet haben? Was hatten sie für Dienste für das Vaterland geleistet? Die große Erzählung der Nation kann im Humboldt-Forum durch das Nebeneinanderstellen von Lieferanten, von Objekten oder Subjekten, von Texten zum Objekt und Abbildung des Objekts analysiert werden. Für diese Präsentation habe ich nur 2 Objekte ausgewählt: das Ngonso, die Mutterkönigin von So, und das Mandu Yenu, den Thron von der Bamun aus dem Grasland von Kamerun. Auffallend ist die Absicht, die Biografie der Militäroffiziere der deutschen Kolonialarmee als Lieferanten von Kulturobjekten unschuldig naiv vorzustellen. Kurz Pavel ist als Kommandeur der Schutztruppe vorgestellt und die Orte, wo er seine Kolonialkriege geführt hat, sind auch erwähnt. Damit ist bekannt gegeben, dass er kein Freund der Kameruner gewesen war. Die Begriffe Schutztruppe und Schutz im Text, er versuchte, das Gebiet unter dem deutschen Schutz zu bringen, werden zwar in Anführungszeichen gesetzt, aber diese Fußnote reicht nicht aus, um den Besuchern zu erklären, was die Schutztruppe damals war und wenn sie geschützt haben und warum. Obwohl Gebiete, wo er Kriege geführt hat, erwähnt werden. Also das heißt Bangwa, Bafut und Mankon. Zum Objekt Ngonso selbst, wie es nach Berlin kam, wird gesagt, dass der Kommandeur der deutschen Schutztruppe Kolonialarmee es 1903 erworben in Anführungszeichen hätte, obwohl feststeht, dass er während dieser Zeit Krieg gegen die Herkunftsgesellschaft geführt hat. Welche Bedeutung hat das Verb erwerben in diesem Unrechtskontext? Im gleichen Text steht, kurz Pavel sammelte die Figur erstmal in Kumbu, der Hauptstadt des Königreichs. Lag die Figur der Mutterkönigin auf der Straße, bevor er sie sammelte? Die Intensität der Kolonialgewalt wird abgetönt und die Kolonialgeschichte normalisiert und in die Öffentlichkeit entschärft. Es findet bei den Besuchern kein Verfremdungseffekt statt, was zur Aufklärung der deutschen Kolonialvergangenheit führen könnte. Die Besucher werden im Gegenteil mit kolonialen Klischees bedient.
Die koloniale Vergangenheit Deutschlands wird als bloße Episode der Geschichte verkauft, die keine verheerende Folgen gehabt hat. Von da an zu behaupten, dass die deutsche Kolonisierung in Afrika sehr kurz war, ist nur ein Schritt. Das nächste Beispiel betrifft einen Kolonialoffizier, Hans Glauning, der die Station Bamenda als Bezirksleiter verwaltet hat. Der König Joya war also laut der kolonialen Ordnung sein Untertan. In seiner Präsentation im Humboldt-Forum als Objektslieferanten heißt es, Zitat, das Zitat habe ich nicht abgebildet, im Jahre 1902 war er nach Kamerun versetzt. In Afrika führte er Expeditionen und Militäraktionen an zur Durchsetzung der Kolonialherrschaft. Er war auch, dass im Texttafel behauptet wird, dass der Thron von Joya seinen Herrschaftsanspruch symbolisierte. Aber konnte der König Joya freiwillig auf seinen Thron verzichten, wenn dieser Thron seine Herrschaft symbolisierte? Hans Glauning war also sein Chef und der Gouverneur Seitz war der Chef von Glauning, der später, also König Joya erfährt jetzt eine doppelte Vassalität und das Geschenk, um das es hier geht in der Texttafel, ist ein erzwungenes Geschenk und der deutsche Museumsbesucher sollte das wissen. Hier hat man nochmal mit einer äußerst kolonial geprägten Selektion von Informationen, die gegen eine transparente und einen emanzipativen Umgang mit der Kolonial als geteilte Geschichte steht. Gut, ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt. Wie kommen wir aus diesem Weg zu einer dekolonialen Sprache? 3 Wege schlage ich vor, um von kolonialen zu dekolonialen Denkmuster in der Provenienzforschung in Museumsbeständen zu übergehen. Erstens, die Kolonialbibliothek komplett aufgeben und eine komplette Resemantisierung der Objekte und ihre regionalen Zuordnung zu korrigieren. Die Objekte und ihre Herkunftsorte sollen stimmen. Ihre Alterität soll respektiert werden, damit sie die Geschichte erzählen, womit die Herkunftsgesellschaften ihre Hersteller assoziiert hatten. Die Translokation soll ihnen ihre Identität nicht berauben. Nur so können sie ihre Funktion als Botschafter der jeweiligen Kulturen erfüllen. Kategorien wie kaufen, schenken, tauschen sollten verschwinden, weil sie in der Regel problematische Kategorien sind, die einer juristisch-hegemonialen Kultur entstammen. Wenn das Erbe geteilt werden soll, dann müssen alle Beteiligten mit den verwendeten Termini einverstanden sein. Zweitens, ihr neues Leben und Identität in der Aufnahmegesellschaft soll auch in manchen Fällen von den Herkunftsgesellschaften anerkannt werden. Kunstfertigkeit ist eine Qualität, die jede Gesellschaft kennzeichnet. Obwohl öffentlich Objekte aus Afrika als Beweis der Primitivität verteufelt worden sind, hat es immer gutmeinende Kunstkritiker gegeben, die den Wert dieser Objekte gewürdigt und sie im geistigen Reich des Vortrefflichen angenommen haben. Diese Kunstkritiker wie Pablo Picasso, Wassily Kandinsky oder Franz Marc haben auf ihre Weise diese Kunst aus dem Ghetto der ethnisierenden Ethnologie herausgebracht. Es soll in der Translokation der Objekte das Lokale der Objekte, aber auch das Globale anerkannt werden, die auch als andere Kulturgüter wie die Mona Lisa mit Würde global zirkulieren können. Es soll auch die Dynamik im Rezeptionsprozess anerkannt werden.
Objekte als Kunstwerke erzeugen im Translationsprozess neue Synergien und können nicht für immer als Vertreter einer festen Identität gedeutet werden. Der Blaue Reiterpfosten im Münchner Museum hat dort eine zweite Heimat und Identität bekommen. Dies soll von der Herkunftsgesellschaft, ich meine von der afrikanischen Gesellschaft, auch anerkannt werden, auch wenn die erste Heimat nie verschwiegen werden darf. Das Objekt gehört den Abo in Kamerun und bildet auch ihren Stolz. Drittens, das Selbstverständnis der ethnologischen Museen soll überdacht und neue Museumsformate erschaffen werden. Deutschland ist längst eine Einwanderungsgesellschaft geworden und die Einheit von Sprache, Geschichte und Religion in der neuen Nationskonzeption stimmt nicht mehr. Der Mehrheitsgesellschaft steht nun eine Minderheit gegenüber. Beide Komponenten genießen in einer Republik die gleichen Aufgaben und Rechte. Die afrikanische Diaspora fühlt sich in den heutigen ethnologischen Museen beschimpft und beleidigt. Wir müssen einem Identitätskonzept den Rücken kehren, das die Trennung von wir und die anderen feiert, zu einem anderen, welches das Wir und die anderen in der gemeinsamen Welt zelebriert. Ein ethnologisches Museum, das sich an diesem neuen Identitätsformat orientiert, muss die Diversität groß schreiben. Der bisherige Museumsdiskurs soll dezentriert werden, die Mehrstimmigkeit zulassen. In einem solchen Museum als Weltenmuseum sollen deutsche Objekte als Komponente der Einheit in der Vielheit vorhanden sein. Jetzt komme ich zu meinem Schluss. Nach der kritischen Sichtung der Inventarliste der Ethnologischen Museen Berlins im Hinblick auf die verwendete Terminologie zu Kamerun bzw. Afrika, nach der Analyse einiger Texttafeln zu kamerunischen Kulturgütern im Humboldt-Forum und schließlich der kritischen Rezension des Leitfadens des Deutschen Museenbundes ist Folgendes festzustellen. Das Museenbund mit seinem Leitfaden hat einen neuen fortschrittlichen Diskurs in der Provenienzforschung eingeschlagen. Die Konfrontation der verschiedenen Interdiskurse miteinander zeigt, dass wir vom Ziel einer dekolonialen Provenienzforschung noch weit entfernt sind. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Die museale Diskurslandschaft ist immer noch von eurozentrischen Perspektiven dominiert und der gewünschte Dialog auf Augenhöhe mit den Vertretern der Herkunftsregionen der Objekte im Museum entpuppt sich als ein Dialog der Deutschen unter sich. Eine neokoloniale bzw. rassialistische Grundhaltung prägt noch den heutigen Diskurs über Kulturgüter aus dem kolonialen Kontext. Die Objekte erzählen nicht von sich, sondern es werden ihnen Worte in den Mund gelegt. Die Akteure der Translokation sprachlich von ihren Gräueltaten werden entlastet. Die Akteure werden entlastet. Dies hat einen negativen Einfluss auf die kritische Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, weil der Besucher der Museen ihre Stereotypen und rassistischen Vorstellungen von Afrika nicht hinterfragen können. Der Besuch eines ethnologischen Museums entspricht immer noch einer Reise in das primitive Afrika, aber im Lehnstuhl. Die Gewalt der Kolonialakteure bei der Plünderung der Gegenstände in Afrika wird sprachlich euphemisiert und unterminiert. Damit wird aus diesem kolonialen Gefängnis nicht herausgekommen. Oder damit wir in diesen kolonialen Blockaden herauskommen, in denen sich ethnologische Museen befinden, soll konsensuell ein neues Vokabular bzw. Wörterbuch für die Kategorisierung der Objekte der Herkunftsregionen und Gesellschaften entwickelt werden. Die bisher verwendete Terminologie ist im weitesten Sinne unbrauchbar.
Ethnologische Museen sollen nicht mehr als Orte verstanden werden, wo die eigene nationale Geschichte, die Geschichte des Kaiserreiches erzählt wird, sondern als dritter Raum, wo die Globalisierung und die Diversität Deutschlands als Einwanderungsgesellschaft sich artikuliert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Guafo, für diesen wunderbaren und augenöffnenden Vortrag. Also vielen, vielen Dank. Ja, liebe TeilnehmerInnen, wir möchten kurz darauf hinweisen, dass der YouTube-Stream jetzt beendet wird und die Diskussion in Zoom beginnt. Wer bislang auf YouTube dabei war, kann gerne noch in das Zoom-Meeting wechseln. Die Zugangsdaten finden Sie unten in der Infobox auf YouTube oder natürlich auf der Webseite des Lehmbach-Hauses. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen auf YouTube. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche, und hier Vorsicht, es ist nächste Woche der Donnerstag, der 24. Februar, dann zu unserer abschließenden Gesprächsrunde wieder einschalten.